Hi und herzlich willkommen. Ja, heute sind meine Häkelsachen dran und dienstags kommt immer ein Video zum Diamond Painting. Nur für die Leute, die relativ neu sind auf dem Kanal. Nicht, dass du dich wunderst, dass mal so und mal so kommt. Also samstags immer ein Video zu den Häkelprojekten von mir und dienstags ein Video zum Diamond Painting. Genau. Ja, es steht ein wenig voll der Tisch. Ich würde sagen, ich fange als erstes mit dem kleinen Pulli hier an. Der ist etwas kurz geworden, aber den kann ja jeder so lange häkeln, wie er ihn braucht. Das ist einmal der kleine RVO von oben mit einem kleinen Muster an den Seiten. Den Körper kann man länger häkeln, kann ihn aber auch so lassen. Wir haben jetzt mal geguckt, also für mich selber ist er ein bisschen zu kurz. Dann laufe ich da bauchfrei rum und ja, dafür fühle ich mich ein bisschen zu alt, das brauche ich nicht mehr. Und deswegen zieht den meine Tochter an. Bei ihr ist es zwar auch etwas kürzer, aber sie zieht immer noch so ein langes Shirt mit drunter. Und ich denke mal, für im Frühjahr zum Übergang, da passt er ihr dann genau. Weil hier in der Körperbreite ist es noch ein bisschen zu breit für sie. Aber da wächst sie rein. Zumindest hat sie gesagt, sie möchte den gern anziehen. Von daher lasse ich ihr den Willen. Er hat auch hier an der Seite so ein kleines Muster, was runterläuft. Das ist hier von den Seiten die Übernahme sozusagen. Und dann läuft das einfach gerade runter. Genau, den habe ich letzte Woche vergessen zu zeigen. Aber jetzt zeige ich ihn dir. Da habe ich am Sonntag letzte Woche die Anleitung zu freigegeben. Genau. Der ist einmal fertig. Und zu diesem hier habe ich ja vorher schon angefangen, meinen Raglan von oben. Einmal hier. Das hier ist jetzt hinten. Das hier wird bei mir vorne. Und der ist auch ein wenig gewachsen. Der ist jetzt so ein bisschen verbeult, aber das kommt, weil ich hier an den Seiten die Reliefstäbchen habe. Und die ziehen sich unterschiedlich stark zusammen. Ich denke mal, dass das daher kommt. Ja. Genau. So. Und da habe ich ja erst so ein Muster wie ein Dreieck zusammengenommen, gehäkelt, ne, eine Raute. Und, also kein Dreieck, sondern eine Raute. Hier. Und ja, ich bin jetzt übergegangen in 3 Stäbchen. Weil das hier wird mir ein bisschen zu breit. Das muss ich mal noch mal gucken, wie ich das, wenn ich das noch mal in Angriff nehme, schöner hinbekomme. Dass die wirklich dann so läuft. Und nicht so. Ja. Und da hatte ich hier den Markierer ja gesetzt. Das ist sozusagen von letzter Woche und das Stückchen kam jetzt dazu. Ja, das häkle ich mit einer 3,5er Nadel. Und hier liegt jetzt auch ein bisschen mein Augenmerk drauf, damit das halt fertig wird. Und deswegen ist das fast, ich würde sagen fast täglich, nee, vielleicht alle 2 Tage in meinen Händen, um das ein bisschen weiter zu häkeln. Genau, das hier ist der eine Bobbel Rosengarten von Yarn Art. Hat 1000 Meter, 100% Baumwolle und ist mit diesem Verlauf ins Lila. Da hatte ich ja hier oben bei dem hellen
noch mein anderes Garn dabei laufen, und zwar dieses Unicorn-Garn, Einhorn-Garn aus dem Teddy. Und jetzt bei dem dunklen, das hier ist komplett aufgebraucht, und bei dem dunklen habe ich jetzt dieses Garn, die Mermaid, die Meerjungfrau-Wolle, dazu genommen. Und dann wird das so zu zweit verhäkelt. Wie gesagt, mit einer 3,5er Nadel. Dann ist das ein bisschen dichter einfach. Und so gefällt mir der Verlauf auch sehr gut. Ich habe jetzt das Mermaid erst gewechselt. Da sieht man es vielleicht ein bisschen. Hier ist zum Beispiel schon Mermaid mit dabei. Und hier ist der Übergang von dem Meerjungfrau und dem Einhorngarn. Ja, aber ich finde das jetzt nicht so schlimm. Das ist an der Seite, also fast an der Seite. Ich glaube nicht, dass das sehr stark auffällt, weil ich auch schon mit dem anderen Garn in dem lila Ton einfach mit drin bin. Und deswegen finde ich das ganz gut so. So. Ja, und weil ja viele hier nach diesem Muster an der Seite gefragt hatten, hatte ich den grauen Pulli dazwischen geschoben, damit ich dazu eine kleine Anleitung machen konnte. So, jetzt kommt hier der Markierer hin für die Woche. So ist er sozusagen richtig rum, einmal rechts und auf links sieht er so aus mit dem Muster. Man kann das ja tragen, wie man möchte, aber ich werde den halt andersrum tragen. Hier oben an der Schulterpartie ist auch das Muster drin, auf jeder Seite. Da gefällt mir das auch ganz gut, aber gut, da läuft das auch als Ecke sozusagen zusammen. Und so spitz wie die hier sind, so spitz hätte ich es gern gehabt an den Seiten. Aber da habe ich nicht aufgepasst und deswegen bin ich jetzt übergegangen mit nur noch 3 Stäbchen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Gefällt mir trotzdem gut, werde ich trotzdem anziehen. Von daher ist das schon in Ordnung. Ja, dann zeige ich noch kurz die Grannies. Zu hier dem kam ja auch das Muster online, das wie ich es gehäkelt habe. Und das hier ist ja auch das Muster, wie ich mein Hexagon gehäkelt habe. Da muss man anstatt 4 Ecken nur 6 Ecken häkeln. Und dann ist man da schon im Hexagon drin sozusagen. Das hier ist mit einem Bobbel von den Märchengarnen gehäkelt. Hier unten ist er, das ist ein einfarbiger Bobbel und zwar Rost. Ein Vierfach-Bobbel, der hier hat 200 Gramm. Ich werde aus hier dem auch noch sehr wahrscheinlich noch ein Granny häkeln und dann mal schauen, wie viel dann noch übrig bleibt. Und dann habe ich ja hier das noch, wo die Stäbchen überkreuzt sind. Auch von den Märchengarnen, das war in diesem Wollpaket drin. Ja, aber da habe ich nicht weiter gehäkelt, du siehst es, ich habe hier noch meinen Markierer. Da fehlen mir noch ein paar Reihen bis zu 20, weil ich mir gesagt habe, alle Grannies mache ich dann 20 Reihen lang, dann sind sie immer gleich groß. Ich schlage hier komplett gleich an und dann werden die später zusammengehäkelt. Und da ich dachte, dass die Muster ja so eigentlich ganz interessant sind, hatte ich mir vorgenommen, zu jedem Granny einfach
eine kleine Anleitung zu häkeln. Es sind super einfache Muster, also nichts Schweres, aber ich finde trotzdem, dass sie ganz hübsch aussehen. Und man kann sie leicht nachhäkeln und die Größe kann man variieren, deswegen finde ich das ganz schön. So, jetzt habe ich 2 angefangene Projekte gezeigt, das fertige, und ich dachte, jetzt kommen wir zu der Auslosung. Ich hatte ja gesagt, dass ich diesen Bobbel von den Märchengarn gerne an jemanden weiter verschenken möchte. Porto übernehme ich. Und ja, ist halt ein Entlein, es ist eine B-Ware mit Produktionsfehler. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wo die Produktionsfehler sind, aber ich hatte schon öfters diese Bobbel, die kaufe ich meistens, wenn sie im Angebot sind, und ich hatte noch nie Probleme damit. Ja. Ich denke, dass auch hier kein Problem entstehen wird. Ja, das ist ein Vierfach-Bobbel. Er wiegt 250 Gramm und ist, wie gesagt, von den Märchengarn. Er ist 50 Baumwolle und 50 Polyacryl. Ja, und bei der Auslosung machen 6 Leute mit. Ich habe jetzt hier die ganzen Namen draufgeschrieben, jeweils auf das Zettelchen. Und ich hoffe, ich habe diesmal alle richtigen YouTube-Namen genommen. Und ja, schauen wir mal. Es waren ja alle, die jetzt mitmachen, damit einverstanden, dass ich die Adresse bekomme, damit ich Ihnen das Paket zuschicken kann. Und ja, schauen wir einfach mal, wer gewonnen hat. Machen wir mal der, wo raushüpfte. Na, etwas schlecht gefaltet vielleicht. So, nehmen wir den. Der ist rausgesprungen, den nehmen wir. Fairy K 9120. Also, melde dich bitte bei mir. Meine E-Mail-Adresse schreibe ich unten in die Videobeschreibung mit rein. Und dann schick mir deine Adresse, dass ich dir den Bobbel zuschicken kann. Herzlichen Glückwunsch! So, am besten würde ich sagen, meldest du dich innerhalb, ja, bis nächste Woche Donnerstag. Das ist ist das der 19.? Ich glaube, das müsste der 19. sein. Ja, also bis 19.12., damit ich das Paketchen sozusagen noch vor Weihnachten einfach rausschicken kann. Falls du dich bis dahin nicht meldest, findet eine weitere Auslosung statt mit denen, die noch dran teilgenommen haben. So, das kommt alles in das Döschen rein und dann habe ich das, falls du dich nicht meldest. Ja. Ich mache sowas nicht so oft, deswegen entschuldige ich mich schon mal, weil das alles ein bisschen holprig ist. Weil ich nicht genau weiß, wie soll ich es machen und wie ist es jedem recht, und deswegen ist das ein wenig holprig bei mir. Aber Übung macht den Meister. Jetzt im Dezember wird noch eine Verlosung gemacht. Also von daher sei gespannt. Es kommt noch mal was. Ja,
einfach um Danke zu sagen, weil ich es super schön finde, meine Sachen mit dir zu teilen. Und ja, ich jemanden habe, mit dem ich über meine Wollsachen reden kann. Genau. Ja, das nächste Projekt ist meine Hexagon. Jacke, Kleid, je nachdem. Aber ich habe erst ein Hexagon. Da ist nicht viel dran passiert, aber es kam, ich glaube, 2,5 oder 3 Reihen kamen dazu. Da ist er. Ja, also, Moment, ich häkel ja immer so, als die Reihe 2, als eine Runde oder eine halbe Runde, sagen wir mal, die zweite und die dritte. Also 2,5 Reihen kamen dazu. Das hier geht ein bisschen langsamer bei mir. Meine Mama hat mir auch gesagt, meine Güte, du häkelst hier ganz schön fest. Ja, das ist dann so. Ich häkel das Ganze mit einer Dreiernadel. Ja, aber mir gefällt es halt sehr gut. Also ich möchte das alles auch ein bisschen dichter haben, weil ich ja eigentlich sozusagen die 2 Hexagonne, die ich dann habe, zusammennehmen wollte zu einer kleinen Jacke, Pulli. Die wollte ich mir so zusammen machen, also hier dann noch das zweite und dann hier oben wird jetzt zugehäkelt. Hier wollte ich ein bisschen auflassen für den Halsausschnitt sozusagen und ein bisschen Dekolleté und dann zusammenhäkeln. Und hier unten wollte ich gerne noch ein wenig länger häkeln, einen Rock dran häkeln, je nachdem. Ja, dauert ein bisschen, aber es geht voran. Wie gesagt, eine Dreiernadel und das Ganze häkle ich hier mit dem Flowers Moonlight, auch von Yarn Art. Er ist Cotton, 53%, 43% Pack und einmal 4% Metallic, hat 1000 Meter und so sieht es aus. Ich denke mal, hier das ganze Helle, das wird noch ins Hexagon reinwandern. Und vielleicht kriege ich es hin, dass das Dunkle dann unten drankommt für das Unterteil. Davon habe ich noch einen. Deswegen denke ich mal, ist das Dicke ausreichend. Aber ich weiß es nicht. Aber 2000 Meter müssten eigentlich reichen. Und den zweiten Teil, das zweite Hexagon, werde ich halt auch mit dem Hellen anschlagen. Und dann habe ich zweimal dunkel oder dieses dunkle Braun für unten. Ich denke, das wird ganz gut. Nur wie gesagt, es dauert ein bisschen. Ja. So. Dann hole ich den Markierer mal raus. Moment. Eieieiei. So. Und dann kommt er hierher. So. Und wie gesagt, das war das Muster auch von dem Granny oder das ich im Granny gezeigt habe. Und das hier ist der Part mit dem Hexagon dazu. Ja, hier drin auch gleich angefangen, nur wie gesagt, anstatt die 4 Ecken habe ich hier die 6 Ecken genommen. Ja, ups. So. Und dann habe ich auch noch an meinem kleinen Tuch weitergearbeitet. Da habe ich noch keinen Markierer drin, deswegen ist hier meine Schlaufe extrem lang gezogen. Das häkle ich mit einer Vierernadel. Na, jetzt. Und auch so einem Restegarn von, ich glaube, dem Märchengarn war das auch, aber es ist schon älter hier das. Das hier sind nur 100 Gramm, 400 Meter und es ist vierfädig. Ja, und jetzt so ein schöner lila Beere-Verlauf.
Da habe ich erst ganz ein Tuch angeschlagen und ganz normale Stäbchen gehäkelt. Und dann hier das kleine zarte Muster mit eingearbeitet. Nachdem ich in dem bisschen Beere drin war. Also nachdem das Lila ausgelaufen ist, relativ, und das Beere dominiert hat, habe ich das genommen. Ja, und das darf ruhig so ein kleines Tuch werden, was man sich, wenn man erkältet ist oder sowas, vielleicht auch um den Hals einfach legen kann. Und damit das nicht so wulstig ist, wenn man sich dann hinlegt oder sowas, dachte ich, ist so ein kleines süßes Tuch auch mal ganz schön. Ja, da habe ich das letzte Mal den Fortschritt gezeigt und da kamen auch ein paar Reichen mit dazu. Einmal raus und einmal hier rein. So, ich muss jetzt ein bisschen gucken, weil hier der Markierer ist ein bisschen schwerer, dass ich da ein bisschen mehr von den Fäden mit reinnehme. Sonst zieht er mir die Maschen immer so groß. Tada! Aber der ist schon goldig mit seiner Tulpe in der Hand. Apropos Tulpe. Ich war die Woche einkaufen und habe Tulpen gesehen in den Geschäften. Oder zumindest hier bei uns. Also Edeka und in Aldi waren schon frische Tulpen da. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist relativ früh, oder? Ich dachte immer, die kommen so, ja, März. Von meinem Gefühl her in die Geschäfte. Aber da waren jetzt schon, also diese Blumen, die man vorne, Schnittblumen, die man vorne bei der Kasse holen kann, da waren da schon Tulpen. Hat mich sehr erstaunt, aber gut. Ich mag Tulpen sehr gerne, von daher fand ich das ganz schön. Aber ich habe keine gekauft. Ich habe sie weggelassen. Genau. Ja, das waren jetzt alle meine Projekte, die ich mehr oder weniger in Händen hatte. Ja, das war die Häkelwoche sozusagen. Ja, in diesem Sinne, Fairy Kay, melde dich. Oder Kai, Fairy Kai. Also falls ich es falsch ausgesprochen habe, es tut mir leid. Ja, deswegen habe ich es aufgeschrieben. Also melde dich bitte. Und dann würde ich sagen, wünsche ich einen wundervollen 3. Advent. Und ein wunderschönes Wochenende. Ich hoffe, du genießt die Zeit, die schöne Vorweihnachtszeit. Und ja, bleib gesund. Und ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, mach's gut. Tschüss.